Karamellisierter Zucker in Kombination aus buttrigem Vanillerumaroma. Einfach herrlich. Wer kennt den Baumkuchen nicht? Ich muss heute mal ein bisschen langsam tun, glaube ich, weil ich bin ja noch ein bisschen heiser. Aber der Baumkuchen an sich ist der absolute Knaller. Wenn ihr den nicht kennt, dann habt ihr wirklich was verpasst. Und wir machen heute einen ganz tollen mit Karamellcreme. Und zwar unser lecker Dulce di Leche. Das verlinke ich euch nochmal als Video. Das haben wir erst gemacht. Und das kann man super kombinieren. Und jetzt zur Weihnachtszeit als Dessert nach dem Weihnachtsessen. Sie werden euch dafür lieben. Ich verspreche es euch. Dazu trennen wir uns sonst erstmal 5 Eier in Eiweiß und Eigelb. Und jetzt fällt mir gerade was ein, ne? Weil es ist immer schwierig, weil man muss da echt aufpassen. Weil wenn da ein bisschen Eigelb dabei ist, Leute, ne? Dann funktioniert das nicht. Immer ein Eiweiß extra und jedes immer rein. Nein, in die Schüssel. Weil jetzt, wenn ein Eigelb dabei ist, ne, dann ist rum, ne? Drum macht man jetzt jedes Ei einzeln, gell? Und dann tun wir aus dem Eiweiß so richtig schön Eischaum machen. Oh weh, oh weh. Da ist auch Sand im Getriebe, oder was? So, der Eischaum ist jetzt fertig. Den müsste man mal Assistent bitte in den Kühlschrank stellen gerade. Okay? Dankeschön. Dann brauche ich eine neue Schüssel. Und da tun wir ein ganzes Stückchen Butter rein. Zack, flupp. Und Zucker. Bei mir klappert es immer in der Küche. Ne? Und die restlichen 2 Eier. Jetzt hauen wir schon mal alles da rein. 1, 2. Und dann, da brauche ich noch ein Brettel und ein Messer, habe ich ein bisschen Vanilleschote. Dann nehme ich die da. Oh, das riecht so gut, ne? Da brauchen wir das Mark von der Vanilleschote, ne? Die schneiden wir jetzt einfach mal hier in der Mitte so ein bisschen ein. Und dann tun wir uns da das Mark so schön rauskratzen, ne? Mit dem Messer einfach hier so durch. So, guck mal. Da kommt so schwarzes Zeug raus. Und das tun wir dann einfach mit da rein. Und auch das Ganze hier dann mal schön schaumig rühren, ne? Und jetzt dann noch die Eigelbe und ein bisschen Rum abwechselnd mit in den Teig. Eigelb, Rum, Rum, Eigelb, Rum, Eigelb. Na, das wird ein Teig, Leute, das wird lustig. Oh, und jetzt entfaltet sich auch der Geruch schon von dem Rum, ne? Weil in so einem Baumkuchen muss natürlich ein Rum rein. Einfach einmalig, sage ich euch. So, dann habe ich noch ein bisschen Mehl, das tun wir 7. Und auch etwas Backpulver. Backpulver! Heute ist meine Stimme gleich weg. Und ein bisschen Maisstärke. Und jetzt tun wir dann das Mehl so löffelweise, beziehungsweise das Mehlgemisch, mit unterrühren. Da ist der Neo. Willst du raus? Na, was hast du, Mehl im Gesicht oder was? Der hat doch Mehl im Gesicht. Der Neo hat Mehl im Gesicht. Was kommt denn das? Sage mal. So, jetzt brauche ich dann nochmal meine Kastenform. Die müssen wir jetzt noch nämlich ordentlich buttern. Da habe ich immer schön ein Stückchen Butter, ne? Und da tun wir dann mal ordentlich reinfahren damit hier mit meinem Silikonpinsel. Da braucht er auch gar nicht sparsam sein. Ruhig bis oben zum Rand schön fett einpinseln. Und jetzt brauche ich noch den Eischnee. Ah, da kommt er schon. Und dann tun wir den Eischnee schön dort unterheben. Und auch ganz vorsichtig unterheben, gell? Dass der Teig schön fluffig bleibt. Den Ofen heizen wir uns jetzt mal vor auf Grill und dadurch kommt die Hitze eben nur von oben. Und jetzt können wir dann unseren Teig schichtweise in die Kastenform reintun. Und zwar nur 2 kleine Löffelchen. Und die tut er dann so richtig schön glatt und gleichmäßig verstreichen. Und es wird halt wirklich eine ganz, ganz dünne Schicht, aber keine Angst, das ist genau richtig so. Denn es geht im Ofen ja noch ein bisschen auf und unser Baumkuchen braucht ja ganz viele Runden innen drin, ne? Und dann geben wir noch so ein bisschen Zucker oben drüber. Und dann kommt die erste Schicht schon rein. Und da ist auch wichtig, dass ungefähr der Abstand von der Kastenform zu den Röhren 20 cm hat. Das habe ich schon mal ausgemessen. Nach 3 Minuten sieht die erste Schicht so richtig schön goldbraun aus. Da müsst ihr halt ein bisschen darauf achten. Auch von Ofen zu Ofen ist es unterschiedlich. Lasst es nicht verbrennen. Und es riecht so richtig schön karamellig, butterig, super. Und jetzt kommt schon die nächste Schicht, 2 Esslöffel. Auch die verstreichen wir dann schön. Herrlich. Und dann wieder ab in den Ofen. Nächste Schicht. Ich muss
bloß aufpassen, weil es ist heiß. Ich brauche ein Handtuch dazu. Warte, ich muss noch Zucker drauf machen. Oh Gott. Nächste Schicht, 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 letzte Schicht. Und fertig und raus aus dem Ofen. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen abkühlen lassen dahinter. Und währenddessen zeige ich euch, wie wir uns so kleine niedliche Karamellbäumchen machen. Zuerst karamellisieren wir uns ein bisschen Zucker mit Wasser. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen und gut rühren, denn der Zucker kann auch verbrennen. Also stellt nicht die Platte auf volle Pulle und achtet drauf und wartet drauf, dass es so richtig schön hellbraun und klebrig, so ein bisschen babbisch wird. Ne? Guck mal, jetzt wird es schon langsam. Schäumt erst, ne? Und jetzt wird es langsam schon ein bisschen gelblich und gleich bräunlich. Ich fahre jetzt noch mal ein bisschen runter. Gucke. Und es riecht jetzt auch schon ein bisschen nach Karamell. So ungefähr soll es dann aussehen. Schau doch mal. Und jetzt müssen wir noch die richtige Konsistenz abwarten, weil so ist es zum Mahlen noch zu flüssig. Also lassen wir es jetzt so ein bisschen unterm Schwenken abkühlen und dann malen wir uns ein paar tolle kleine Bäumchen auf das Blech da. Da habe ich mir ein bisschen Backpapier draufgelegt. Ihr könnt euch natürlich auch dann, wenn ihr total unsicher seid, so ein bisschen was vormalen. Das geht auch. So, guck mal jetzt, so richtig pappige Honig. Jetzt können wir loslegen. So, jetzt wird es schon hart, seht ihr, jetzt haben wir den Moment genau erwischt. Das ist jetzt dann auch so diese Konsistenz, die man nehmen würde zum Zucker ziehen. Das ist auch ganz interessant. Und wenn es dann halt noch irgendwas übrig ist, dann macht es nochmal warm und dann macht er noch ein Bäumchen. Aber 3 lange schon. Ein Baumkuchen kommt auf ein Brett, oder? Ja, ich finde ich schon cool. Jetzt warte mal, jetzt muss mir mal jemand hier meine tollen Bäumchen mal abnehmen, bitte. Die müssen noch ein bisschen abkühlen. Da knipst noch was da hinten. Das ist der Zucker im Topf. Der knipst, der arbeitet noch. Und jetzt habe ich hier meinen schönen Kuchen. Guck mal, den müssen wir jetzt stürzen. Muss erst ein bisschen an der Seite lösen. Und dann tun wir den aufs Brettel. Und zack, rum. So, jetzt muss man richtig stürzen. Jetzt muss ich mal noch ein bisschen kloppen. Hallo. Kommen Sie raus. Raus. Was mache ich jetzt? Warum hängt denn hier fest, Mensch? Hängt der noch irgendwo? Der kommt nicht raus. Was ist da los? Halt typische Probleme, wenn man Kuchen backt. Der kommt einfach nicht aus der Form raus. Ah, da ist er ja. Und gucke mal, herrlich, oder? Wenn die Struktur jetzt so am Anfang nicht so doll aussieht, ist normal beim Baumkuchen, aber den streichen wir jetzt noch ein mit Sahne und Dulce di Leche. Einfach herrlich, buonissimo. Und so muss unsere Karamellcreme dann jetzt aussehen mit Rum. Entschuldigung, aber ich bin schon wieder so heiß. Und die tun wir dann später als Topping oben drauf. Und jetzt schaut euch doch mal diese Schichten an, Leute. Das ist doch der Hammer. So muss ein Baumkuchen aussehen. Und der riecht und duftet herrlich als Dessert am Weihnachtsabend eingedischt, Leute. Genauso lecker wie diese Rezepte hier. In denen sehen wir uns gleich wieder. Meine Stimme ist nämlich auch gleich weg. Also macht's gut. Ciao, ciao.